Viele Mandanten fragen uns, ob Nordzypern ein steuergünstiges Wohnsitzland ist, wenn du Einkommen aus Kryptowährungen hast. Und mit dieser Frage wollen wir uns in diesem Video auseinandersetzen. Erstmal noch mal ganz kurz für die, die es nicht wissen, was ist Nordzypern? Die Insel Zypern, eine sehr große Insel im Mittelmeer, um genauer zu sein, im östlichen Mittelmeer, Nähe der Türkei, ist geteilt. Der nördliche Teil ist letztlich von der Türkei besetzt seit den 70er Jahren. Der südliche Teil ist die Republik Zypern. Übrigens, die ganze Insel ist EU-Mitglied. Vielfach wird gesagt, der Norden wäre nicht Mitglied in der EU. Das ist falsch. Ganz Zypern ist EU-Mitglied, aber im Norden ist das EU-Recht ausgesetzt. Es gilt dort momentan nicht. Tatsächlich hat Nordzypern den Status eines besetzten Gebietes. Es ist auch von keinem anderen Land als der Türkei hier anerkannt als Staat. Nichtsdestotrotz, viele finden Nordzypern sehr interessant, denn Nordzypern lockt natürlich mit schönem Wetter, günstigen Lebenshaltungskosten, einer tollen Lebensqualität und eben tatsächlich, man ist so zumindest halb außerhalb der EU. Und Nordzypern hat tatsächlich auch enorme steuerliche Vorteile, denn ob du es glaubst oder nicht, die Nordzypern wollen deine Steuern auf ausländische Einkünfte nicht haben. Zwar ist das nicht gesetzlich veranlagt, da aber Nordzypern Ausländer gerne anziehen möchte, finanzstarke Ausländer gerne anziehen möchte, wird im Grunde genommen hier von den Steuerbehörden jedem neuen Steuerzahler gesagt, du zahlst Steuern auf deine nordzypriotischen Einkünfte. Alles, was aus dem Ausland kommt, ist steuerfrei. Das heißt natürlich auch, dass sämtliche Einkünfte, die hier aus Kryptogeschäften, sei es jetzt Verkäufe, Mining, Staking und so weiter, hier generiert werden, in Nordzypern de facto steuerlich freigestellt sind. Denn die Blockchain ist ja per Definition überall und nirgends, definitiv aber nicht in Nordzypern. Also handelt es sich um ausländische Einkünfte und daher eben wollen die nordzypriotischen Behörden darauf keine Steuern sehen. Nun hat die ganze Sache allerdings für deutsche Staatsbürger einen Haken, denn in Deutschland gibt es die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Sie betrifft nur deutsche Staatsbürger, und zwar jene deutschen Staatsbürger, die in den letzten 10 Jahren vor dem Wegzug aus Deutschland dort mindestens 5 Jahre unbeschränkt steuerpflichtig waren. Und sie sind auch nur davon betroffen, diese deutschen Staatsbürger, wenn sie noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland haben. Dazu zählen zum Beispiel eine Wohnung in Deutschland, generell Immobilien in Deutschland oder auch eine Unternehmensbeteiligung in Deutschland, aber auch zum Beispiel Konten und Depots in Deutschland, wenn diese ein bestimmtes Guthaben überschreiten. Ein weiteres Kriterium, was erfüllt sein muss, damit die erweitert beschränkte Steuerpflicht auf einen zutrifft, ist die Tatsache, dass man in ein Niedrigsteuerland umgezogen ist. Nun hat natürlich Nordzypern relativ hohe Steuern. Man könnte hier also anbringen, naja, es ist ja eigentlich kein niedrig besteuertes Gebiet. Ein Land ist aus deutscher Sicht ja ohnehin nicht, aber ein niedrig besteuertes Gebiet. Allerdings sind die eigentlichen Steuersätze, die in diesem Niedrigsteuerland verlangt werden, eigentlich egal. Es kommt darauf an, was der Betroffene tatsächlich an Steuern bezahlt. Und wenn jetzt seine kompletten Auslandseinkünfte steuerfrei sind, dann kann man davon ausgehen, dass hier der Status des niedrig besteuerten Gebietes zutrifft. Meiner Meinung nach für Nordzypern garantiert gegeben. Also, wenn du deutscher Staatsbürger bist, auf Nordzypern wohnst, noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland hast, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Konten, Depots etc., dann ist es wahrscheinlich, dass du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst. Liegt das nicht vor bei dir, das heißt, hast du keine Immobilien in Deutschland, hast du keine Konten, keine Depots, keine Unternehmensbeteiligung in Deutschland, dann fällst du vermutlich nicht darunter. Auch dies sollte dir allerdings ein deutscher Steuerberater oder deutscher Steueranwalt schriftlich bestätigen,
denn das ist eine wichtige Feststellung, die dann vielleicht später irgendwann, wenn du nach Deutschland zurückkehren wirst, für das Finanzamt wichtig. Angenommen nun, du fällst unter diese erweitert beschränkte Steuerpflicht und wohnst in Nordzypern und hast jetzt hier Einkünfte aus Krypto, dann ist die Wahrscheinlichkeit, mein Freund, dass diese Einkünfte noch in Deutschland zu versteuern sind, relativ hoch. Und hier ist die Begründung, warum dies leider Gottes der Fall ist, wobei ich hier gleich von Anfang an sagen muss, dass die Rechtsmeinungen hier auseinandergehen. Du wirst im Internet sowohl Steuerberater und Rechtsanwälte finden, die das eine sagen, als auch jene, die das andere sagen. Hier warten wir noch auf richterliche Entscheidungen aus Deutschland oder eben eine verbindliche Auskunft eines Finanzamtes. Meine persönliche Meinung ist, dass diese Einkünfte nach wie vor in Deutschland steuerpflichtig sind. Und hier ist die Begründung, warum das so ist. Wie gesagt, nur unter der Voraussetzung, dass du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst. Also du wohnst in Nordzypern und du hast noch Vermögen in Deutschland, dann würde dich die folgende Situation betreffen. Im Rahmen der erweitert beschränkten Steuerpflicht bleiben sämtliche inländischen Einkünfte aus Deutschland weiterhin in Deutschland steuerpflichtig. Hast du zum Beispiel Mercedes-Aktien und verkaufst diese Aktien, dann ist dieser Veräußerungserlös in Deutschland zu versteuern und nicht etwa in Nordzypern. Erhältst du zum Beispiel Zinsen auf einem deutschen Konto, dann sind diese Einkünfte in Deutschland zu versteuern, nicht etwa in Nordzypern. Und Krypto, nun, da haben wir nun ein Problem, denn Krypto sind zwar keine inländischen Einkünfte, aber auch keine ausländischen Einkünfte aus deutscher Sicht. Denn wo sind eigentlich diese Kryptos? Die leben ja in der Blockchain. Ja? Selbst wenn du jetzt hier die Kryptos bei einer Börse in Zypern oder bei einer Börse in Hongkong oder sonst so verkaufst, oder selbst wenn du ein Cold Wallet hast in Nordzypern, dort sind ja nur Keys drauf, dort werden nur Keys verarbeitet. Die eigentlichen Kryptos leben in der Blockchain. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Blockchain ist überall und nirgends. Aus deutscher Sicht heißt das, diese Kryptos lassen sich nicht in einem bestimmten Land verorten. Anders zum Beispiel als Aktien. Hast du eine Google-Aktie, dann gehört diese ganz klar zu einem amerikanischen Unternehmen. Aber eben bei Kryptos hast du kein eindeutiges Land, wo du diese Kryptos zuordnen kannst. Das Bundesfinanzministerium hat in einem Schreiben vor einigen Jahren bereits definiert, dass selbst die Verwendung einer ausländischen Börse oder eben eines Cold Wallets keine Aussage darüber macht, wo diese Kryptos zu verorten sind. Aus deutscher Sicht, aus Sicht der erweitert beschränkten Steuerpflicht heißt dies konkret, da es sich nicht eindeutig um ausländische Einkünfte handelt, wenn du diese Kryptos verkaufst, dass dann nach wie vor die deutsche Steuerpflicht gilt. Ja? Die deutschen Regeln gelten dann. Das heißt letztlich, du wirst weiterhin so auf diese Einkünfte versteuert, als würdest du weiterhin in Deutschland leben. Konkret heißt das 1 Jahr Haltefrist, danach kannst du steuerfrei veräußern. Möchtest du jetzt aber diese Kryptos schon vorzeitig veräußern, vielleicht weil sich der Markt gerade so positiv entwickelt hat und du bist jetzt sehr heiß darauf, hier einen Profit mit nach Hause zu nehmen, dann hättest du ein Problem. Nicht nur musst du dann in Deutschland noch für 10 Jahre eine Steuererklärung einreichen, wenn du in Nordzypern wohnst und noch Vermögen in Deutschland hast. Du müsstest diese Einkünfte aus den Kryptogeschäften auch in Deutschland weiterhin versteuern. Das ist meine Meinung. Wie gesagt, da gehen die Meinungen tatsächlich auseinander. Hier hast du also keine wirkliche Rechtssicherheit. Du musst für dich selbst entscheiden, wie du mit dieser Situation umgehst. Ich würde dir raten, lass dich dazu durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater in Deutschland beraten. Lass dir schriftlich geben, was sie dir diesbezüglich empfehlen und dann richte dich danach.
Eine Lösung gibt es, wie man das Ganze rechtssicher gestalten würde, und das wäre, den ganzen Handel gewerblich im Ausland zu machen. Gründest du also zum Beispiel in der Republik Zypern, sage ich mal, ein Unternehmen, welches dann tatsächlich Kryptohandel macht, und du fährst jeden Tag von Nordzypern nach Südzypern im Auto und arbeitest da im Büro und handelst von dort, dann hast du eine Betriebsstätte in Zypern, in der Republik Zypern. Diese Gesellschaft, diese Betriebsstätte macht dann Krypto-Trading. Damit sind die Trading-Einkünfte ganz klar im Ausland zu verorten. Du hast dort eine Betriebsstätte, das kannst du nachweisen. Damit sind es ausländische Einkünfte. Du zahlst dann in der Republik Zypern 12,5% Steuern auf diese Erträge, kannst dir das Ganze wiederum nach Nordzypern ausschütten lassen, und dann würde ich davon ausgehen, dass du auch auf diese Gewinnausschüttungen in Nordzypern keine Steuern bezahlen musst, denn sie kommen ja dort aus dem Ausland, dann aus nordzypriotischer Sicht, wobei das musst du vielleicht auch nochmal mit einem Steuerberater dann lokal dort bestätigen lassen. Also das wäre ein sicherer Weg, wie du hier letztlich diese Kryptos ins Ausland bekommst und damit eine ungeklärte rechtliche Situation hier rechtlich absicherst. Allerdings mit dem Nachteil, dass eben 12,5% Steuern fällig werden, aber mit dem Vorteil, dass auch keine Haltefristen mehr und so weiter zu beachten sind. Die Steuererklärung müsstest du übrigens trotzdem weiter in Deutschland da noch einreichen für 10 Jahre. Du fällst also weiter unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, weil du eben noch Vermögen, wirtschaftliche Interessen in Deutschland hast. Du könntest aber die Einkünfte aus der zypriotischen Gesellschaft, die Dividenden, die du dort erhältst, letztlich als ausländische Einkünfte auf der Steuererklärung dann erklären, und somit wären diese dann in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig. Ja, also leider nicht nur gute Nachrichten hier. Wie gesagt, wenn du noch Vermögen hast in Deutschland, dann hängst du dort auf jeden Fall noch drin für 10 Jahre in den Fängen des Finanzamts, wenn du ins Ausland umziehst in ein niedrig besteuertes Gebiet, und Nordzypern, wie gesagt, würde dazu zählen. Auf der anderen Seite kannst du sagen, die News sind ja nicht nur schlecht. Im Grunde genommen kannst du dir dann aussuchen, was du machst. Entweder würdest du letztlich diese Kryptos hier dann weiter ein Jahr halten, dann kannst du ja dafür ruhig in Deutschland steuerpflichtig sein. Nach einem Jahr Haltefrist musst du ja dann keine Steuern mehr bezahlen. Oder aber, wenn du unterjährig unbedingt verkaufen musst, dann wäre eine Gesellschaft in Südzypern sicherlich ein schneller Weg, hier Einkünfte für dich zu erzielen. 12,5% Steuern und der Rest vermutlich dann, nehme ich an, in Nordzypern steuerfrei. Wenn das alles auch ein Thema für dich ist, Umzug ins Ausland, erweitert beschränkte Steuerpflicht, Krypto, möglicherweise Nordzypern, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast legal zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.